Herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Ballani und ich zeige Ihnen heute die Bohrdatensätze unserer Winmax Drehmaschinensteuerung. Mit diesen Datensätzen können Sie Ihre gewünschten Bohroperationen ganz benutzerdefiniert parametrisieren und programmieren. Wie Sie das machen können, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Konsole. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen die verschiedenen Bohrzyklen und welche Parametrisierungsmöglichkeiten Sie haben anhand unserer V11 Drehmaschinensteuerung. Andere Drehmaschinensteuerungen, wie zum Beispiel die V09 und auch ältere Versionen wie die V2, können von denen, was Sie hier in diesem Video sehen, etwas abweichen. Prinzipiell funktionieren die einzelnen Zyklen aber absolut identisch. Wenn Sie nun einen Bohrdatensatz programmieren wollen, brauchen Sie zunächst ein Werkzeug. Dieses können Sie über den SoftKey F2 Werkzeugübersicht und den SoftKey F2 Tool Setup in unserem Werkzeug Einrichten definieren. In unserem Beispiel arbeiten wir mit der Werkzeugnummer 1 an der Stationsnummer 1. Sie haben verschiedene Werkzeugtypen zur Auswahl. In unserem Fall nutzen wir nun entweder den Werkzeugtyp Bohrer oder den Werkzeugtyp Wendeplattenbohrer. Prinzipiell unterscheiden sich diese beiden Werkzeuge nur daran, dass sie beim Wendeplattenbohrer zusätzlich eine Drehschneide für Ausdrehbearbeitung definieren können. In unserem Fall nutzen wir den Werkzeugtyp Bohrer. Nachdem Sie Ihren gewünschten Werkzeugdurchmesser, in unserem Fall 20 mm, eingetragen haben, können Sie im nächsten Feld Ihre Offset-Nummer definieren. Die Offset-Nummer regelt, welche Tabellenzeile für Ihr Werkzeug relevant ist. Im Normalfall wird für Werkzeug 1 Offset 1, Werkzeug 2 Offset 2 und so weiter benutzt. Es kann aber auch sein, dass Sie zum Beispiel bei einem Werkzeug mit Bohr- und Ausdrehschneide mehrere Werkzeug-Offsets benötigen. Die Werkzeug-Offsets können Sie über den SoftKey F3 Geometrie-Offsets definieren. Bei unserer Maschine, einer TM8 mit Planscheibenrevolver, wird bei einem Bohrwerkzeug der X-Wert 0 gesetzt, da die Mittellinie des Bohrers genau in der Linie des Werkzeugbezugspunkts liegt. Die Z0-Punktskoordinate definiert die Länge Ihres Werkzeugs, die im Normalfall mit dem Messarm an der Maschine vermessen wird. Bei uns beispielsweise 200. Über den SoftKey F4 Orientierung können Sie abschließend noch die Lage Ihres Werkzeugs definieren. In unserem Fall ein Bohrer der Hauptspindel. Das Feld maximaler X-Versatz definiert, wie weit außermittig unser Werkzeug arbeiten darf. Es gibt Wendeplattenwerkzeuge, mit denen eine außermittige Bohrung ins Volle möglich ist. Also ist es zum Beispiel möglich, mit einem Durchmesser 16 mm Bohrer auch ein 17 mm Loch herzustellen. In unserem Fall ist dies nicht möglich. Anschließend können wir unsere Geschwindigkeit oder unsere Schnittgeschwindigkeit angeben. Je nachdem, welchen Wert wir dort definieren, wird der andere berechnet. Selbstverständlich ist es auch wichtig, die korrekte Drehrichtung der Hauptspindel in Bezug auf unsere Schneidenlage zu definieren. Über das Feld Kühlmittel können wir einstellen, welches Kühlmittel bei der Bearbeitung eingeschaltet wird. Das Kühlmittel primär definiert die Standardkühlung, also die einfache Pumpe der Steuerung. Sekundär ist eine optionale 20 Bar Hochdruckpumpe. Über den Vorschub pro Umdrehung kann im Anschluss in Bezug auf unsere Drehzahl auch unser Vorschub in Millimetern pro Minute ausgerechnet werden. Auch hier ist es wieder so, wenn wir den Vorschub ändern, wird unser Vorschub pro Umdrehung nacheditiert. Der Spitzenwinkel definiert die Länge unseres Anschnitts. Dieser kann später im Datensatz für uns sehr interessant sein. Deswegen ist eine korrekte Eingabe, wie zum Beispiel 135 Grad, enorm wichtig. Wenn wir unsere Werkzeuglänge von zum Beispiel 50 mm nur noch definiert haben, ist unser Werkzeug vollständig parametrisiert. Nachdem Sie Ihr Werkzeug vollständig parametrisiert haben, können Sie mit der Programmierung der Datensätze beginnen. Hierfür müssen Sie über den SoftKey F3 in die Werkstückprogrammierung wechseln. Da sich bei Standard-Bohroperationen an der Drehmaschine auch die Hauptspindel und nicht das Bohrwerkzeug dreht, finden Sie auch hier Ihre Datensätze unter dem Bereich F2 Drehen, im Bereich F4 Bohrung.
Im Datensatz können Sie zunächst Ihr Bohrwerkzeug definieren, in unserem Beispiel Werkzeug 1. Durch die Eingabe des Werkzeugs erscheint ein Pop-up-Menü, in dem Sie auswählen können, ob die Geschwindigkeit und der Vorschub des Werkzeugs aus dem Werkzeug einrichten übernommen werden soll. Diese Meldung können Sie entweder mit Ja bestätigen oder mit Nein verneinen. Wenn Sie wie in unserem Beispiel Ja auswählen, werden die Drehzahl und Bohrvorschubparameter im Datensatz direkt mit den Standardwerten aus dem Werkzeug einrichten ausgefüllt. Ein Nacheditieren ist jederzeit möglich. Der eigentliche Bohrvorgang besteht immer aus mindestens 3 Z-Koordinaten. Zunächst wird der Eilpunkt angefahren. Diese Koordinate ist ein bestimmter Sicherheitsabstand, also eine Sicherheitsebene, vor dem Bauteil, die im Eingang angefahren wird. In unserem Beispiel liegt diese bei 10 mm. Nach dem Erreichen des Eilpunkts wird der Z-Startpunkt ebenfalls im Eingang angefahren, also sollte auch dieser noch mit etwas Sicherheitsabstand vor der eigentlich zu bearbeitenden Kontur, in unserem Beispiel 2, liegen. Nach Erreichen dieser Kontur setzt der Bohrvorschub ein und führt die Bohroperation bis zur programmierten Z-Unten-Kontur, in unserem Fall -35, aus. Der x0-Punkt definiert die x-Position der Bohrung, also ob diese außermittig oder bei der Eingabe von 0 mittig ausgeführt werden soll. Die Spitzenkompensation entscheidet, ob die Z-Unten-Koordinate, in unserem Fall -35, mit der Spitze oder bei der Eingabe von Ja mit dem Durchmesser angefahren werden soll. Damit dieser Parameter richtig funktioniert, muss der Spitzenwinkel im Werkzeug einrichten korrekt eingetragen werden. Der Parameter Rückzugsebene entscheidet, auf welche Z-Koordinate der Bohrer nach der Bearbeitung zurückzieht. Auf den Eilpunkt, auf die Z-Startkoordinate oder eine zusätzlich zu parametrisierende Rückzugsebene, die R-Ebene. In unserem Beispiel nutzen wir unseren Z-Start-Parameter, also 2 mm vor der Kontur. Schauen wir uns nun die einzelnen Zyklustypen im Bohrdatensatz etwas genauer an. Die einzelnen Zyklen unterscheiden sich in ihrer Bewegung zwischen der Z-Start- und der Z-Unten-Koordinate. Beginnen wir mit dem Standardzyklus, dem einfachsten Bohrzyklus, bei dem eine einzelne Bohrbewegung zwischen Z-Start und Z-Unten im Bohrvorschub erfolgt. Der zweite Bohrzyklus ist der Zyklus Verweilzeit. Dieser unterscheidet sich gegenüber dem Zyklus Standard lediglich darin, dass eine Verweilzeit eingetragen werden kann, die dazu dient, dass auch bei langsamen Drehzahlen der Grund der Bohrung sauber bearbeitet wird. Im Zyklus Tieflochbohren kann, um die Zerspankräfte etwas zu verringern, eine Stufentiefe eingetragen werden. Nach jeder bearbeiteten Stufentiefe wird eine Freifahrbewegung im Eingang bis zu Z-Start und im Anschluss bis zu dem Maß Stufenfreifahren, in unserem Beispiel 0,254 mm, vor die letzte bearbeitete Stufentiefe durchgeführt. Im Zyklus Spanbrechen können Sie ebenfalls eine Stufentiefe programmieren, um die Zerspankräfte des Werkzeuges zu reduzieren. Allerdings erfolgt diesmal keine Freifahrbewegung auf das Z-Startmaß mit anschließend der Anfahrbewegung an das Stufenfreifahrmaß, sondern lediglich eine Verweilzeit an der aktuellen Stufentiefe. Ergänzt werden die Zyklen noch mit 2 Varianten mit abnehmender Stufentiefe. Wir beginnen mit der abnehmenden Tieflochbohrung. Dort können Sie eine erste Stufentiefe und eine Minimumstufentiefe programmieren. Am Beginn des Zyklus wird dieser mit der ersten Stufentiefe durchgeführt und anschließend um die Stufenprozent so lange verringert, bis die Minimumstufentiefe erreicht ist. Die Rückzugsbewegungen erfolgen wie im Zyklus Tieflochbohren. Der zweite Zyklus ist der Zyklus abnehmendes Spanbrechen. Auch hier können, um die Zerspankräfte im unteren Bereich der Bohrung zu minimieren, eine erste Stufentiefe und eine Minimumstufentiefe eingetragen werden. Die Rückzugsbewegungen erfolgen wie im Zyklus Spanbrechen. Wenn Sie ergänzend zu den Standardoperationen noch zum Beispiel ein Gewinde oder eine Zentrierung programmieren möchten, können Sie auch dies über Ihren Bohrdatensatz tun. Hierfür müssen Sie lediglich das entsprechende Werkzeug in die Werkzeugnummer eintragen und im Anschluss wird Ihr Datensatz zum Beispiel zu einem Gewindebohrdatensatz. Für das Gewindebohren stehen Ihnen 2 unterschiedliche Zyklen, einmal das Standard- und einmal das Synchrongewindebohren, zur Verfügung.
Beim Standardgewindebohren erfolgt im Vorfeld des Zyklus keine Orientierung der Spindel, wodurch es nicht gewährleistet ist, dass Sie bei mehrfacher Bearbeitung immer wieder denselben Gang treffen. Beim Synchrongewindebohren wird diese Orientierung im Vorfeld des Zyklus durchgeführt, wodurch Sie zum Beispiel ein Gewinde ohne Probleme auch nachschneiden können oder zum Beispiel mit Stufentiefen arbeiten können. Das war unser Tutorial zum Thema Bohrdatensätze der Winmax Drehmaschinensteuerung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die unterschiedlichen Zyklustypen dieses Bohrdatensatzes damit etwas näher bringen. Probieren Sie die Zyklen doch einfach mal aus und lassen Sie Ihre Erfahrungen gerne als Kommentar unter diesem Video da. Liken und teilen Sie das Video auch auf jeden Fall. Und wenn Sie es nicht schon getan haben, abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Und wie immer möchte ich mich dann wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.